Der Eickhofen ist tot, es lebe der Eickhofen. Da ist er zumindest als CH700DG. Und was CH ist, das werden wir gleich mal erfahren von der Maja, grüß dich Maja. Hallo. Ja, wir stehen auf dem Caravansalon 2020. Ja, nicht viel los, muss man sagen, im Vergleich zu sonst. Du warst schon mal hier auf der Ausstellung? Die letzten 2 Jahre. Und da war die Hölle los, oder? Ja, Freitag. das stimmt. Ja, jetzt ist die Hölle ist nicht so los, oder? Nee, nicht so, aber vielleicht kommt es noch. Ja, deswegen drehen wir ganz viele Videos, um den Leuten einfach mal zu zeigen, was heißt ein CH? Für was steht das CH? Das ist das Cara-Home-Modell. Cara-Home. Genau, Cara-Home, das sind die Eickhofen-Modelle von Weinsberg. Ja, Eickhofen, das heißt, ich habe also oben ein Bett, das ist fest montiert, muss ich nicht umbauen, verwenden viel als Ablage. Ja, Das ist so, oft sind die Kinder ja nicht da. Ich kann mich aber ganz gut vereinzeln bei dem, ich sag mal bei dem Eickhofen, weil wenn einer mal hinten schlafen will, der andere kann vorne schlafen. Wir werden euch das gleich mal zeigen. Das Besondere bei den Modellen ist, sie haben unglaublich viel Platz innen. Das heißt also, man kann selbst als 2,40 Meter Mann, den es ja nicht gibt, könnte man dann stehen. ja. Und nichts mit umbauen. Man hat die ganze Fläche wirklich als Wohnraum. So, wir zeigen das mal. GFK-Dach heißt hagelfrei. Ja, So, das ganze Fahrzeug ist holzfrei oder die Seiten. genau. Die sind aus verschiedenen Schäumen und Aluminiumwänden, dementsprechend 10 Jahre dicht. Verrottet auch nichts. Dichtigkeitsgarantie. Ja. Genau, nichts verrotten. So, das ist die Heckgarage. Wir gucken uns die direkt mal an, denn es gibt nichts Schöneres wie Fahrräder mal hier zu verstauen. Also es gibt ja auch so ganz teure Mountainbikes, die will man vielleicht nicht hinten auf den Gepäckträger machen. Ja. E-Bikes, Mountainbikes und so. Die kann man zwar jetzt auch dort entsprechend sichern, aber hier könnte auch ein Roller rein zum Beispiel, Funktioniert auch, genau. wenn das Thema Zuladung nicht wäre. Denn hier sollte man sich vielleicht einen Elektroroller holen, denn das Fahrzeug ist auf Basis 3,5 Tonnen. Genau, Basis 3,5 Tonnen. Es gibt halt wie immer die Möglichkeit mit dem Auflasten separat auch die Garage aufzulasten auf 250 Kilo Zuladung. So, unten sieht man die Schrauben drin, das sind die von dem Fahrradträger. Die kommen so ab Werk, die Thule. Genau, die kommen so ab Werk. So mit Einhandbedienung, das ist vielen auch wichtig. Ich kann die Garage nämlich schnell auf und zu machen. Es gibt ein zentrales Schloss. So, üblicherweise hat man 2 Schlösser. Ja, so Check-up. Du machst ja den Vertrieb. Man sollte sich eine Checkliste beim Losfahren machen, gell? Das heißt, erstmal gucken, sind alle Schlösser zu, oder? Genau, das ist ganz wichtig. Das sage ich auch bei jeder Abfahrt unserer Kunden immer. Ja, hier ist Patricia, grüß dich. Hallo. Ja, du bist Novize im Bereich Wohnmobil. Wir nehmen dich heute mal mit. Du bist 1,67 Meter groß. Bisher habe ich dich nur genommen, um zu zeigen, wie groß die Betten sind. Aber du gewinnst so langsam nach ungefähr wie viele Videos haben wir jetzt gedreht? Schwer abzuschätzen. 10, ja, 10 kommt Stück. hin, ja. Und? Soll ich jetzt in die Garage? Nee, du musst nicht mehr in die Garage. Wir haben dich das letzte Mal in die Garage gesteckt. Du kannst dich mal kurz davor stellen, Aha. dass du einfach mal die Höhe sieht. Die ist relativ tief zum Beladen. Das heißt, ich komme gut rein. Und es gibt so spezielle Fahrradsysteme, die kannst du sogar rausziehen, gell? Genau, die kann man rausziehen. Heckträger, die an der Wand montiert sind. Innen, das ist alles möglich. So ist es, ja. Der Fahrradträger, der ist optional oder muss ich den immer nehmen? Der Fahrradträger ist optional. Okay, denn es gibt ja viele Leute, die sagen, ich möchte mir das Heck nicht verschandeln. Oder halt auch eben ein Innen. Genau, das Problem ist auch die Rückfahrkamera. Das heißt, so ein Träger, da sehe ich nicht mehr richtig. Ja, das ist so. Aber hier ist er halt mal montiert, weil viele Familien, das hier ist ganz klar ein Familienauto. Ja, definitiv. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Denn der Eickhofen, der ist recht groß, aber er wirkt so ein bisschen unförmig. Viele sagen, naja, so richtig schick ist das nicht. Aber es ist sehr praktisch. Ja, es ist praktisch, gerade für Familien, die kleinere Kinder haben, die wissen, wir fahren auch noch die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre mit unseren Kindern. Erspart halt wahnsinnig viel Arbeit. Man muss keine Sitzgruppe umbauen, kein Hubbett runterziehen. Man hat oben das Bett und innen wahnsinnig viel Wohnraum. Ja, das werden wir gleich mal zeigen. Wir gehen gleich mal rein und zeigen das. Ja, Leichtmetallfelgen sind dabei, stehen im Auto ganz gut. Das hier ist Basis 2,3 Liter, 150 PS, ja, Fiat-Chassis. Ihr habt gute Erfahrungen damit. Genau, Fiat ist somit das bekannteste auf dem Wohnmobilmarkt, was es gibt. Und der Cara Home ab diesem Jahr halt auch auf Fiat-Chassis erhältlich. So, ihr habt immer so Pakete, also das wichtig ist, dass man ganz viele Sachen einfach mitbestellt, die sinnvoll sind. Solar, ist das ein Thema mehr und mehr? Fragen die Leute danach? Gerade für Kunden, die halt viel autark stehen möchten, verkaufen wir die schon oft mit. Klär mich auf, was heißt das autark stehen? Komplett ohne jegliche Anschlüsse an
Außenstrom, Wasser. Also ich fahre los und stelle mich an den Waldrand, jetzt grob gesagt. Und kann da halt ruhig 2-3 Tage leben. Genau, und der Strom ist so das begrenzende Element. Normalerweise hat man so einen Landstromanschluss. Hier kommt das Frischwasser rein. Wenn du mal kurz hochhebst, bitte. Ja. So, da ist auch ein Schloss drauf. Das macht Sinn, denn ansonsten könnte ja einer irgendwas reinkippen. Genau. Ist so. Da gibt es spezielle Mittel, die macht man rein, um das haltbarer zu machen. Gibt es sowas? Genau, das gibt es. Hier unten habe ich so eine kleine Serviceklappe. Was ist hier zu sehen? Was sieht man hier? Hier ist einmal der Ablass von dem Wassertank und der Frostwächter. Der Frostwächter, was ist das? Es gibt die Möglichkeit, wenn es anfängt draußen, es wird kalt, es friert, dann löst er aus und lässt das Wasser komplett ab, damit der Tank nicht einfrieren kann. Automatisch. Genau. Okay, das kann man auch mal testen. Man soll es nicht zu lange auflassen. Da geht alles raus, alles. Da läuft dann das ganze Wasser, was in dem Fahrzeug ist, raus. Frischwasser und Abwasser. Ha, jetzt habe ich dich wieder. Ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich ist Frischwasser. Patricia, das ist das 3. Video im Moment. Du hast vorher noch nie Videos gedreht, oder? Nein. Du machst das echt gut, ja. Aber manchmal sind so Fragen, meistens sind die Leute doch so, ihr habt einen Platz dort, ihr seid wo, aus welchem Ort kommt ihr? Aus Braunschweig. Braunschweig. Die gehen auf den Platz und gehen erstmal durch alle Wohnmobile durch. Ja, Und dann irgendwann mal sagen sie mal, haben Sie ein bisschen Zeit? genau. So läuft das ab. Ist das so, dass die Leute auch bei euch ungestört dann einfach mal durchgehen und probieren alles mal aus, legen sich da hin und Ja. so weiter? Ganz viel. Gibt es da Streit unter Familien, die sagen, der Papa will gern das Wohnmobil, der andere das? Oft, ja. Gerade immer der Kompromiss Kastenwagen, Reisemobil, was soll es sein? Da haben wir ganz oft Streitthemen drüber. Und dann auch Alkoven ist zu groß, nein, ist nicht zu groß. Da muss man sich schon, das sage ich den Kunden auch immer, manchmal macht das keinen Sinn, da muss man sich erstmal zu Hause wirklich klar werden und einigen, was man möchte. Ja, hier vorne ist das Klo, das ist wahrscheinlich Männersache dann. Das heißt, die Kloentleerung. Du selbst fährst ja auch Wohnmobil, ja? Ja, So, du bist wie alt? ich bin 20. Du hattest Respekt beim ersten Mal mit B. Ein ziemlich großes fährst du, oder? Genau, also 7,5 Meter. Ja, Und war schlimm? nein. Also Nix. viel mehr Gedanken gemacht. Pipi-Hose oder so gemacht? Nee, ist nicht so. Denn Nee. ich sag mal, ist aber schon so, ich hab die Patricia hier. Du bist Radiomoderatorin, kommst aus Rheinland-Pfalz. Du bist Novize. Du bist eigentlich im Moment dazu da, die Größenverhältnisse einfach mal zu zeigen. Aber wenn ich dich jetzt hier reinsetzen würde in so ein, wie lang ist das hier ungefähr? Der hier hat 6,5 Meter. 6,5 Meter. 7 Meter, ja. Genau, wir schauen gleich mal rein. Ist schon groß, oder? Ja. Ist das so, dass Leute schon mal ein bisschen Angst haben, Ja. bevor die... Ja. Ganz oft so Diskussionen, 7 Meter, 7,5 Meter. Ja. Habe ich so oft, wo ich sage, wenn man das 3-4 Mal gemacht hat, dann ist das total egal, ob man nun einen halben Meter länger hinten dran hat. Ja, ich fahre im Moment 8 Meter mit knapp 4 Meter Höhe. Ich hatte Albträume manchmal, ja. Gerade wenn man was getrunken hat mal abends, dann traut man sich gar nicht mehr zu, das Ding zu fahren am nächsten Tag, ja. Wenn man denkt, ja, es sind LKW-Reifen, die haben eine ganz hohe Belastung. Das heißt also, auch da sollte man auf den Luftdruck achten. Aber die kommen direkt mit Top-Reifen. Das heißt, ihr habt Michelin in der Erstausstattung. Genau. Die ganzen Ersatzteile, das ist LKW-Basis, nicht teuer. Das ist der Riesenvorteil. Das heißt, auch Reifen neu oder mal Bremsen und so weiter, die fahren ja auch, ich sag mal, ganz normal für Handwerker und so weiter. Genau. Ja. So, da haben sie gezeigt, die Toilette. Wenn du die mal kurz rausnimmst, bitte. Ja. Die kann man rollen. Genau, die kann man rollen. So, jetzt. Habt ihr das jemals gehabt, dass... Du weißt, was ich fragen will. Das, ich weiß, was du fragen willst, ja, aber sag du weiter. Habt ihr es jemals gehabt, dass so ein kleines Kind mal ganz doll musste auf der Messe? Das gab es schon mal, ja. Oder bei euch im Laden mal, dass das... Im Laden zum Glück nicht, aber auf der Messe hatten wir das tatsächlich schon einmal, ja. Ist aber gar nicht so schlimm. Dann, ich meine, man findet eine Lösung. Die sind ja alle nagelneu hier. Das sind Ausstellungsprodukte. Und das fahre ich dann weg. Genau, das ziehe ich hinter mir her und fahre damit zur Entsorgungsstation. Das war früher zum Tragen. Da sind das Rollen dran. Genau, ja, macht die Sache einfacher. Cool. Ja, und da ist das drin. So sieht es dann von innen aus. Ja, bitte nochmal zumachen. Das ist gleich die Toilette, die wir von innen sehen werden. Übrigens ist die Garage, hat gleich 2 Türen mit drin. Und wir gehen am besten mal rein. Schauen uns mal um. So, Alkoven. Hast du das vorher schon mal gehört, Patricia? Nein. Den Begriff Alkoven. Nein. Das da vorne ist Alkoven, richtig? Genau, das ist der diese Alkoven, Nase. die Wölbung, genau.
So, jetzt sagen ja viele Leute, das ist ganz praktisch, wenn die Sonne scheint. Dann ist das so ein, aber es ist etwas gewöhnungsbedürftig. Man sieht quasi, wenn man fährt, sieht man oben das Dach noch, oder? Ja, also spiegelt auch, aber was halt auch ein Riesenvorteil ist, wenn es wirklich stark regnet, wo andere Leute auf der Autobahn nichts mehr sehen, hat man doch bessere Sicht, weil es von oben einfach ein bisschen mehr geschützter ist. Ich fahre mal nach Südfrankreich, da ist der Alkoven wirklich sehr praktisch, weil die Sonne wird komplett abgehalten. Also es ist so, aber gewöhnungsbedürftig. Das heißt, man sieht aber auch, der ist sehr hoch. Wenn man fährt, die Höhe ist hier ein echtes Thema, oder? Das heißt, aufpassen. Ja, gerade mit den Brücken, ich meine mal, es gibt mittlerweile auch ja extra Radios, die schon Navis drin haben. Da gebe ich die Maße von dem Fahrzeug ein und der sagt mir, da und da kannst du langfahren, da und da nicht. Aber das muss man sich schon überlegen, ob man da überall langkommt, wo man lang möchte. Ganz wichtig ist, und ihr hattet wirklich wahrscheinlich schon Fälle, die hängen geblieben sind an der Brücke und so. Bäume ist auch ein großes Thema. Das heißt also jetzt nicht an einem Baum jetzt groß hängen zu bleiben, sondern Äste, die irgendwie abkommen. Genau. Und da ist der Schaden schnell mal groß, oder? Ja. Ja, Fiat. Jetzt ist hier das Besondere, die kann man nicht drehen, die Sitze hier, oder? Sie guckt mal gerade. Es geht, also den Beifahrersitz, der lässt sich drehen. Der ist drehbar. So, aber der Fahrersitz macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Der Fahrersitz macht keinen Sinn, weil ich da dann die Dinette habe. So, das war ja vorher auch nicht so. Also ich kannte die Alkoven, da waren beide Sitze vorne starr. Das heißt, den einen kann ich sitzen, kann den jetzt hier in den Raum integrieren. Genau. So, und das ist das, was ich eben gesagt habe, Patricia. Wenn du jetzt mal die Arme nochmal hoch machst. Ich glaube, jetzt bräuchte man fast zwei, Patricia. Ja. Das ist schon ein tolles Raumgefühl, oder? Auf jeden Fall. Man hat hier richtig Platz, vor allem nach oben. So, oben, da ist das Bett jetzt, da muss ich nichts umbauen. Ich sehe es oft, dass irgendjemand was lagert. Also das sehe ich immer öfter, dass sie das Alkoven trotzdem kaufen, weil das so eine Art zweite Garage ist. Ja, oder halt auch Kunden, die Kinder hatten, die das Auto behalten und die benutzen das dann halt als Ablage. Das habe ich ganz oft, das sieht man. Auch hier habe ich richtig Platz, hier kann ich zuziehen. Ja, du bist dran, Patricia. Da ist eine Leiter, die wird dir, du musst nicht unbedingt hoch. Wenn du mal gerade so lieb bist, die mal einhängst, die liegt oben am Bett drauf. Und ich gehe mal gerade ganz nach hinten, dass man mal sieht, wie groß das Fahrzeug ist. Das ist irre lang. Und die Patricia, die probiert mal direkt aus als Novize. Ah ja. Ist gar nicht so schwer, oder? Ja, super einfach. Bitte nicht runterfallen. Oh ja, ist sehr groß hier oben. Sehr gut. Ich glaube, so ein Alkoven ist die Spielwiese für Kinder, oder? Ja, das ist auch bei uns in der Ausstellung gleich. Die Kinder, die rennen in die Alkoven, klettern hoch und freuen sich. Da machen die Vorhänge zu, die Lichter an, Lichter aus. Das ist wirklich das Highlight für jedes kleine Kind. Fenster auf beiden Seiten. Das heißt, gerade die kleinen Kinder hier könnten auch 3 schlafen, wenn die praktisch quer schlafen. Genau. So sieht es aus. Aber das ist so eine Entscheidung, wir haben das Hubbett ja eben gesehen, hier ist schon richtig viel Platz drin. Ja. Warum kaufen nicht alle einen Alkoven? Weil es halt für viele Leute einfach das Problem ist, sie trauen sich dieses mit der Höhe nicht zu, sie haben nicht die Möglichkeit, das Fahrzeug unterzustellen mit Alkoven. Und die Überladung, der wiegt auch ein bisschen was, gell? Genau, das kommt halt auch noch dazu. Das heißt also, die 3,5 Tonnen, da ist man schon schnell an der Beladungsgrenze, gerade Österreich und so. Ja. In Deutschland hat man ja so 10%, 20 Euro, glaube ich. Das ist schon so. Ja, wenn du mal kurz rauskommst, die Leiter holen wir mal weg, dann lass mal die... Nee, es ist so, ich brauche die Leiter gar nicht. Das heißt, ich kann theoretisch hier rüber klettern, machen auch viele Kinder, ne? Ja, okay. Auch. Wenn sie dann groß genug sind. So, die Patricia ist groß genug. Ja, das würde gehen. Ist das sehr bequem da oben? Ja, also auf jeden Fall. Man kann auch hier zuziehen. Ja, das ist festgemacht. Ah, okay. Ja, ist nicht so schlimm, wahrscheinlich wegen der Messe. Ja. Aber da könnte ich dann vereinzeln quasi, wie im Cockpit. Das ist schon so ein bisschen erste Klasse, oder? Ja, ja, gerade wenn die zu sind, es schützt ja auch ein bisschen vom Lärm. Ja. Dann hat man da oben seine Kuschelecke und hat seine Ruhe. Hier oben ist ein großes Fenster mit drin. Da muss ich auch drankommen können. Deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Genau. Sonst käme da keiner ran. Ja, stark ist auch hier die Sitzgruppe. Hier muss ich nichts umbauen. Hier sitze ich gegenüber. Das ist schon für viele Personen geplant. Man hat schön viel Platz. Man kann sich bequem hier hinsetzen. Hat Beinfreiheit auf beiden Seiten. Also das ist wirklich Warte, ich zeig's mal gerade. Ein großer Vorteil. Also du würdest sagen, so 4 bis 4,5 Personen, das ist schon ganz gut, ja. Ja. Es gibt ja sogar die Möglichkeit, bei diesem Fahrzeug beispielsweise ist es jetzt auch, mit 6 Personen zu fahren. Das geht? Genau, wir haben vorne die 2 Sitze, die und hier separat nochmal 2 Sitze mit Beckengurten. Die Sitzgruppe ist umbaubar zum Bett und dann kann ich auch mit 6 Personen fahren. Ich glaube, das hat einen kleinen Nachteil, die Nutzlast nimmt dann ab, oder?
Genau, also das ist nur möglich mit einer Auflastung, sonst kommt man einfach mit den Gewichten nicht hin. Also ich kriege gar keine 6 Personen zulassen. Ist nämlich so, dass, glaube ich, dass die Nutzlast mit jedem, der zugelassen ist, nimmt Genau. ab, gell? Genau. Deswegen haben viele nur 4, gell? Ja, also die Möglichkeit, wie gesagt, besteht, mit 6 Personen das Fahrzeug zu fahren, dann aber nur mit einer Auflastung. Nicht einschlafen da oben. So, der Alles gut, ich gebe mir Mühe. ist aber schon bequem. Das heißt, man fährt eine kleine Eigentumswohnung spazieren. Interessante Details, hier sind Lautsprecher mit drin. Ja, der Möbelgriff in Aluminium, das ist schick, oder? Das ist kein Kunststoff? Nee, das macht was her. Da haben wir auch große Möbel mit drin, die brauche ich dann auch, wenn ich mit der Family unterwegs bin. Aber das ist schon hier mit der Sitzgruppe, die gegenüber ist, wenn es mal wirklich regnet. Ja. Die können hier ordentlich was machen. Genau. Ja. So, da vorne ist noch was drin. Da habe ich so einen Knopf, kann ich draufdrücken. Ist dann Stauraum drunter? Nein, das hier ist eine Verbreiterung. Wenn man das Fahrzeug für 6 Personen hat und die Sitzgruppe umbaut, gibt es Verbreiterungspolster, damit man hier auch beispielsweise 2 Kinder schlafen können. Ah, okay. Das heißt, ich kann die Sitzgruppe zum Bett umbauen. Genau. Okay, wer das denn möchte, sage ich immer. Das ist so tagsüber, aber gibt ja auch große Familien, die müssen ja auch irgendwie verreisen können. So, jetzt lege ich mich ein. Typisch Weinsberg, auch die Schubladen mit Softclose. Es sind große Schubladen. So, da vorne, Wahnsinnig viel. genau, wenn du mal kurz nochmal aufmachst, dann Ja. zeige ich mal gerade ein kleines Detail. Die Absperrer, was haben die für eine Funktion? Da kann ich die Gasleitungen komplett mit schließen. Also ich habe 3, einmal fürs Kochfeld, für die Heizung und für den Kühlschrank. Also wenn ich es im Sommer nicht brauche, kann ich es Genau, zumachen. Ist es genau. dafür gedacht? Dafür ja. Dafür ist gedacht. So, da vorne, da habe ich dann die Spüle mit drin. Ich habe unten einen großen Schrank. Mach mal auf. Ah, okay. Das heißt, der ist nicht zum Ausziehen. Das ist wahrscheinlich gedacht für große Töpfe. Ganz unten Genau. kann ich so richtig schwere Sachen reinmachen. Nudeln. Nee, Ja, Töpfe, Pfannen, Breter, wer weiß. alles, was man so da hat man mitnimmt. wahnsinnig viel Platz. Gewicht ist ein großes Thema. Ihr verkauft spezielles Geschirr, was sehr leicht ist. Genau. Was auch nicht rutscht. Rutschen ist, glaube ich, das große Problem, oder? Genau, da muss man halt schon drauf achten. Ich meine mal, es gibt ja so kleine Haushaltstipps. Gummimatten überall unten reinlegen, da Ja. kann man sich mittlerweile ja auch gut helfen. Aber das macht schon Sinn, mit speziellem Campinggeschirr loszufahren. Ja, ich habe so Geschirr von Brunner zum Beispiel. Also das ist, ich sag mal, schon gut. Das hat Gummis unten drunter. Und der Hauptvorteil ist auch, man kann es immer drin lassen im Ja. Auto. Also man sollte ja ein Auto, glaube ich, so packen, dass man nicht dauernd rein und gibt nichts Schlimmeres, oder? Genau, das stimmt. Abwaschen kann ich hier? Da kann man abwaschen. Genau, wir haben hier den 3-Flammenkocher, wo ich auch ruhig mal große Töpfe draufstellen kann. Okay. Der zündet selber. Ich nehme an, der hat eine der Batterie hat mit hier drin. einen Zünder. Super. Brauche ich also kein Feuerzeug mit rein. Ja, wichtig ist natürlich auch noch nicht nur schlafen vorne, sondern kühlen. Ich habe einen Automatikkühlschrank mit drin. Genau. Nee, der ist manuell jetzt. in Der dem ist Fall. manuell, aber auch 3 Wege, über Gas, über die Batterie oder über den Strom zündbar. Okay, ich schalte einfach um. Während der Fahrt mache ich dann wahrscheinlich die Batterie an. Genau, Batterie im Stand, wenn man nicht angeschlossen ist, autark steht, über Gas oder halt den Außenanschluss. Da ist jetzt auch ein Gefrierfach mit drin. Du hast mir erzählt, dass die an Strom etwas stärker kühlen. Genau. Also das merkt man halt schon über die Batterie. Der Kühlschrank braucht einfach länger, aber für die Fahrt reicht das auch hin. Patricia, komm mal runter. Ich brauche dich gleich. Sie wird immer schlauer von Video zu Video. Demnächst kann sie selber die Videos drehen. Aber Leute, die sich hier erstmalig informieren, ist das so auf der Messe, die gucken? Also das ist jetzt nicht nur eine Guckmesse, viele kaufen auch? Ja, also das ist schon so. Gerade weil wir hier ja aus aller Welt vertreten sind. Aber es ist schon krass, wenn du hier auf der Messe bist und du siehst da ein paar hundert Wohnmobile auf einmal. Jetzt sind ja etwas weniger da dieses Jahr. Die Leute können sich ja überhaupt nicht entscheiden. Also entweder man hat halt wirklich Leute von weiter weg, die ganz genau wissen, was sie haben möchten, oder es sind Leute, die halt kommen, die gucken, die erstmal Eindrücke sammeln wollen, Neueinsteiger, die einfach auch noch gar nicht wissen, was gibt es auf dem Markt, was ist alles möglich. Bei Weinsberg würdest du sagen, kann man nicht so viel falsch machen? Ich glaube, die bauen schon sehr lange Fahrzeuge. Die bauen lange Fahrzeuge, die haben eine große Produktpalette, Alkoven, teilintegrierte, vollintegrierte, Kastenwagen, Wohnwagen, da ist eigentlich für jeden was dabei. Klappern, ist das ein Thema bei Weinsberg groß? Nein, mittlerweile nicht mehr, weil wir ja auch das Glück haben, dass wir hier diese speziellen Verriegelungen haben. Also es klappert nichts. Okay. Das war mal ganz schlimm. Ich bin mal vor 5 Jahren mit dem Knaus gefahren. Ja.
Liebe Leute von Knaus, sie sind nicht mehr so schlimm. Aber Nee. damals war es so, ich konnte nicht, da war der Motor auch noch viel lauter. Wir haben auch überall mittlerweile Puffer verbaut an den Ecken. Also die Fahrzeuge fahren Warte, ich zeig das mal ruhig. ganz so ein kleines Detail. Die sind sogar in braun. Die kann man aber auch nachrüsten. Man kann so ein Genau. Fahrzeug entklappern. Ich glaube, Genau. nach 1-2 Wochen können die Leute zu euch kommen, können sagen, hey, Genau. und ihr könnt euch Tricks zeigen. Man kann auch diese Puffer, glaube ich, einzeln. Genau. Ist hier vorne die Toilette? Genau, hier ist das Bad. Ja. Das Genau. ist halt auch schön von der Platzaufteilung her. Ich habe wahnsinnig viel Platz zum Duschen, gerade wenn man kleine Kinder hat, dann muss ja Mama oder Papa doch immer noch mal helfen. Kein Problem. Ich kann das Klo vorziehen, wenn jetzt einer zum Beispiel das Kind wäscht, dass er darauf sitzen kann. Geht das? Das geht nicht, Aber? aber wir haben die Möglichkeit, Nee. das Waschbecken Zeig zur mal. Seite zu schieben. Schau mal, Patricia. Jetzt haben wir einen Man großen kann das Waschraum. Waschbecken zur Seite Wir schieben, damit er auf können Toilette Oh kommt. mein Stehen. Gott. das Waschbecken benutzen, die Dusche gleich halt mit als mehr Raum. Okay. Ja. Das ist ja neckig. Wenn du es nochmal zurück machst, Ja. ich kann da den ganzen Tag zugucken. Es gibt ja jedes Jahr was Neues. Ist das da schon länger jetzt im Programm mit dem Wegschieber? Seit 2-3 Jahren haben wir es jetzt auch auf jeden Fall. Also wie gesagt, ist ja auch ein wahnsinniger Vorteil. Ich habe einfach mehr Platz. So, wenn du mal so lieb bist, mal zumachst, dann zeige ich mal gerade, wie die Dusche ist. Und dann kannst du mir mal kurz beschreiben, ob dir das langt, liebe Maja. Ja. Ha, das Schöne ist bei den Erstausstattungen, die waren noch nie offen, nehme ich an. Nee, es klemmt noch ein bisschen. Ganz sauber, So. genau. Das ist eine richtige Duschwand, gell? Das ist kein. eine richtige Duschwand. So, den machst du dann zu. Das ist so, der Tank hat 100 Liter, der hier drin ist. Genau. Also Frischwasser ist auch wieder 110, 120, Abwasser ist 100 Liter. Ja. Und hier habe ich wahnsinnig viel Platz. Ich habe eine Warte mal Abwasser- kurz, man kann es nicht sehen. Wenn du mal ein bisschen öffnest, dann sehe ich dich nochmal. Genau, da. Ich helfe dir. Ja, das ist wegen dem Teppich. Ganz. Ach, Also, warte mal kurz. Ich zeig's mal gerade nicht, dass die genau, Leute denken, es nee, ging das nicht. klemmt wegen dem Teppich. Ihr habt hier für die Messe einen Teppich Genau. drin, gell? Damit man da sich hier halt auch mal reinstellen kann und testen kann, wie viel Ja. Platz es Und der ist gibt. ja normalerweise nicht drin. Nee. Die Größe, du bist nochmal 1 Meter. 1,73 Mach mal oben. Wie Ich viel ist das habe noch ungefähr? mal so, ja, ich schätze mal 15, 20 Zentimeter auf jeden Fall Platz. Mhm. Ich kann mich drehen, ich kann mich wenden, ich kann meine Arme bewegen. Habe hier die Möglichkeit, noch mal schön Shampooflaschen, Duschgel hinzustellen. Oder ein Kind. Oder das. Genau, hier könnte ich ein Kind draufstellen, kann es dann waschen hier drin. Das heißt auch 2 Personen oder Genau. 1,5, sage ich jetzt Ja. mal, kleine Kinder kann ich mit reinnehmen, Genau. dass die keine Sauerei machen und so weiter. Ja, cool. Großes Bad. Hier Und auch Handtuch. mitgedacht, wieder der Handtuchhalter oder für Jacken, wenn es draußen geregnet hat. Ja, ich habe ein Fenster mit drin. Das heißt, die Feuchtigkeit kann raus. Sag mal, Thema Winter und Überwinterung von so Wohnmobilen. Was gibt ihr da für Tipps? Ja, genug Gas mitnehmen ist schon mal das Erste. Nee, ich meine jetzt, wenn die Leute stilllegen über Winter. Das heißt, also wegen der Feuchtigkeit. Ist es gut, wenn man eine Halle hat? Das wäre am besten, oder? Ja, also am besten ist wirklich, wenn die Fahrzeuge überdacht stehen, wenn die einigermaßen witterungsgeschützt stehen. Okay. Das ist schon super. Ansonsten, ich glaube, es gibt so Gels und Granulate, die kann man einbringen, die das entfeuchten. Es gibt sogar Entfeuchter. Viele machen sogar die Heizung an. Wenn die eine Elektroheizung haben, fahren das Ding auf 6 Grad und so. Ja. Also es sollte, aber wichtig ist, das Wasser muss raus. Genau, Also, das Wasser muss raus. Das hatte ich ja mit dem Frostwächter unter anderem schon erklärt. aber da gibt es so viele Tricks. Das heißt, ihr weist die Leute ein, ich glaube, das Wasser muss raus, dann muss man den Hahn öffnen, dass der komplett entlüftet wird. Wasserpumpe ausstellen. Das Die geht Wasserpumpe. ja mittlerweile auch bei so gut wie allen Fahrzeugen, dass man die separat ausschalten kann. Ich kann im Winter trotzdem in mein Fahrzeug reingehen, kann das Licht anmachen, kann aufräumen, sauber machen und kann aber die Wasserpumpe ausstellen. Da ist so ein Schrank hinter, Apothekerschrank, so ein kleiner. Mach mal auf. Genau, das ist einmal ein Spiegelschrank, auch schön wieder mit Rausfallschutz, damit die Zahnpasta und Zahnbürste einem nicht entgegenkommen. Was üblicherweise der Fall ist, kann ich aus Genau. eigener Erfahrung sagen. Und hier habe ich dann meine Haken. Genau. Und ganz wichtig, ich zeige es mal gerade, für das teuerste im Jahr 2020, das 21 Modell, die Klopapierrolle. Das Ja, ist schön. macht sich bewährt. Was fährt? Komm mal raus. Gehen wir mal gucken. Ja, habe ich hier 2 Kleiderschränke oder wie sehe ich das? Ja, hier haben wir einmal einen riesigen Kleiderschrank. Ja, das ist echt groß. Und noch Schränke drunter. Das ist so groß wie eine Eigentumswohnung. Ja. Da kriege ich richtig viel rein. Übrigens, Anziehsachen wiegen auch viel.
man nimmt sie einzeln rein, aber Ja. man muss sie echt mal auf die Waage stellen. Also das ist, wenn es da um 100 Kilo geht, ja, am besten nur eine Jacke mitnehmen. Also aus eigener Erfahrung. Ja. Leute nehmen am Anfang viel zu viel mit, gell? Genau, das ist jetzt der zweite Schrank. Also man sieht, der Schwerpunkt von den Weinsberg-Alkoven ist halt auch wirklich familiengerecht. Platz. Wir haben viel Platz. Cool. So, und jetzt das Wichtigste. Ja, bei so einer großen Familie, da ist das Bett leider dann nicht für Mama und Papa alleine da. Nee. Sondern oft sind die Kinder dann noch dabei. Die kann man aber schön vereinzeln. Das heißt, man drückt denen jetzt ein Tablet in die Hand. Da können die hinten mal liegen, man hat vorne seine Ruhe. Aber trotzdem schön. Man würde hier längs schlafen, oder? Genau, Oder quer? also quer schläft man. Hier schläft man quer. Mhm. Und ja, ist halt auch der Vorteil. Also ich habe hier noch einmal in den Deckenstaukästen separate Beleuchtung, die ich mit dem Schalter hier aktivieren und deaktivieren kann. Genau, wenn du mal gerade, ich brauche mal unsere Protagonistin, die Patricia. 1,67 Meter groß. Ich würde mich ja hinlegen, wenn dann einer filmen würde. So. So, und jetzt kommt der große Kuscheltest. Patricia. Ja, also man liegt schon gut, muss ich sagen. Man hat hier halt auch noch viele Schränke. Das ist ziemlich heimelig, oder? Wenn man da so. Also es ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Sag's mal gerade, die Beine, wenn du dich nur mal kurz komplett ausstreckst und geh mal gerade bis ganz zu Ende mit den Beinen. Genau, so dass man sieht, also da sind noch rund 20 cm Platz. Jetzt schläft ja, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, nicht jeder schläft da ganz gerade. Also Ja. so schläft da kein Mensch. So die Leute klein wenig angewinkelt. So wahrscheinlich. So mit 2 Personen, das wäre schon gut. Ja, Alleine wird auch gehen. auf jeden ja. Umso mehr Platz. Cool. Ja, komm mal raus. Und dann zeige ich noch ein kleines Detail. Hier vorne habe ich sogar eine Arbeitsplatte, die kann ich ausschieben, nehme ich an, beziehungsweise einklappen dann, wenn ich rausgehen möchte. Klappbar. Wenn du das mal kurz einklappst, die ist nämlich direkt vor der Tür drin und die ist recht stabil, sodass man hier die Arbeitsfläche erweitern kann. Genau. Ja, ein schöner Kompromiss, würde ich sagen. Also für große Personen oder Leute, die echt viel Platz haben möchten, ist das schon gut. Es gibt auch Pärchen, die einfach nur den hier kaufen wegen dem Raum. Ja, Gibt's das auch. gibt's auch. Okay. Und dann, wie gesagt, oder halt Pärchen, die getrennt schlafen. Spricht viele Leute an. Super, ja, hier vorne direkt am Eingang. Ich zeige es mal gerade nochmal. Da ist die Stufensteuerung. Und die Stufe ist natürlich eingefahren, weil wir haben ja hier eine Treppe. Ja, komm mal raus, machen wir die Abmoderation. Hier stehen wir vor dem CH steht nochmal für Cara Home. Cara Home. Ich hoffe, ich lerne das noch von Weinsberg. Made in Germany, korrekt? Genau. So, in Deutschland gebaut. Und er kostet wie viel? Der kostet auch um die 60.000 Euro. 60.000. Wir halten mal gerade das Schild drauf, weil viele Leute interessiert ja, was es kostet. Also der ist jetzt Messepreis 62.778 Euro, 16% Mehrwertsteuer. Habt ihr das gemerkt, die 16%? Kommen da mehr Leute? Ja, schon. Es wird schon verlangt, ja. Ja, es sind dann wahrscheinlich bei dem Preis schon ein paar 100 Euro, die man dann spart. Das stimmt. Bei Wohnmobilen fällt das schon ordentlich auf. Ja, da ist so praktisch ein Finanzierungsbeispiel. 120 Monate, ist das üblich bei Wohnmobilen? Ja, das ist jetzt von der Bank. Das ist die einzige Bank, die das so macht, die so eine lange Laufzeit anbietet. Eine Sparkasse macht das Genau, hier. die Rate ist klein und ich habe die Möglichkeit, zwischendurch alles, was 1 Euro über der monatlichen Rate ist, dazwischen zu schießen, kann anstatt 10 Jahre 5 Jahre finanzieren und habe keine Vorfälligkeitsentschädigung. Anzahlung auch nicht hier. Anzahlung ist kein Muss. Ja, das heißt, ich zahle 605 Euro. Das ist ja schon ein Bereich, da kaufen andere Autos für, da kriege ich ein ganzes Wohnmobil für. Wie ist das mit Zulassung und Kfz? Die Versicherung, die Steuer, die ist gar nicht so teuer für Wohnmobile. Nein, genau weiß ich das auch nicht. Das ist nicht ist so nicht so meine schlimm. Sache. Aber am besten im mal nachgucken. Verhältnis, Ja. Das kriegen wir raus. Ja, hast du toll gemacht. Video Nummer 3 mal, ja? Danke. Vorher noch nie Videos gedreht und jetzt im Fernsehen. Auf dem Caravan-Salon 2020 in Düsseldorf. Ja, 700 DG steht drauf von Weinsberg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.